Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein leckeres Spätzleblech aus dem Backofen mit Spitzkohl, Pilzen und Speck. Dafür als erstes Spitzkohl mit einem Messer in Streifen schneiden. Ich habe hier 500 Gramm Spitzkohl verwendet. Die Spitzkohlstreifen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Danach 250 Gramm braune Champignons putzen, anschließend in Scheiben schneiden und zum Schluss noch ca. 125 Gramm Speck in Würfel oder Streifen schneiden und beides ebenfalls mit auf das Backblech geben. Spitzkohl, Pilze und Speck ein wenig auf dem Blech verteilen und jetzt würzen wir das Ganze mit einem guten Teelöffel süßem Paprikapulver, außerdem kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer und danach kommt noch etwas Rapsöl dazu, einfach über das Gemüse geben, alles einmal gut miteinander vermengen, bis sich Öl und Gewürze gleichmäßig verteilt haben und so geht das Backblech anschließend in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 12 bis 15 Minuten. Das Backblech danach einmal aus dem Ofen holen. Jetzt kommen die Spätzle dazu. Ich habe hier 500 Gramm Spätzle aus dem Kühlregal verwendet. Einfach mit auf das Blech geben, mit einem Löffel unter die Spitzkohl-Pilzmischung heben. So können die Spätzle den ausgetretenen Gemüsesaft aufnehmen. Dann kommt noch geriebener Käse dazu, ca. 150 Gramm geriebener Gouda. Hier könnt ihr aber natürlich auch jeden anderen Käse verwenden. Und so geht das Blech wieder zurück in den Backofen für weitere 10 bis 12 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist und die Spätzle gar sind. Das Backblech anschließend aus dem Ofen holen. Zum Schluss garnieren wir noch mit gehackter Petersilie oder gehacktem Schnittlauch, je nachdem, was ihr da habt. Außerdem gebe ich noch ein paar Röstzwiebeln drüber, die passen ebenfalls sehr gut zu den Spätzle. 2 bis 3 Handvoll und so könnt ihr das Spitzkohl-Spätzleblech danach servieren. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.